Du willst wissen, wann du einkaufen sollst, verkaufen sollst und wie du Coins machst? Das findest du alles auf diesem Kanal. Wenn du absolut geile Trading-Tipps haben möchtest, jeden Tag von einem Top 10 Trader in EAFC, drück gerne auf den Link in meiner Bio, denn dort landet ihr auf meinem Patreon. Und Freunde, ich bin günstiger als Spotify, ich bin günstiger als Netflix und mit diesen 10 Euro werdet ihr mehrere Millionen Coins machen, denn ich sage euch, letztes Jahr haben die Leute über 20 Millionen Coins gemacht und ihr könnt das auf meinem Premium-Discord und für 10 Euro monatlich oder ihr kommt auf einen Gratis-Discord oder in meiner Instagram-Story bekommt ihr gratis Trading-Tipps. Oder ihr checkt natürlich auch einfach Twitch ab, denn dort streame ich jeden Tag für euch. Und wir traden zusammen, Freunde. Das Einzige, was ihr machen müsst, einmal nur draufdrücken und ihr landet direkt drauf. Patreon seht ihr hier, sind 10 Euro. Das stehen jetzt 12,50 $. Warum auch immer wird mir das immer im Dollar angezeigt. Aber es sind 10 Euro. Wenn ihr auf einem Apple-Gerät das macht, Freunde, zahlt ihr 14 Euro, weil Apple Pay nimmt nochmal 30% mehr. Ich würde euch das empfehlen, auf einem PC zu machen oder über den Safari oder Chrome oder sonstiges. Könnt ihr alles auf dem Handy machen, aber nicht direkt über die App, Freunde. Da kommt ihr auf meinen Trading-Discord und da seht ihr alles Wichtige, was ihr dann dementsprechend auch braucht, Freunde. Und zwar reden wir heute über ein Thema. Wann verkaufen wir, wann kaufen wir ein, Ali? Das ist sehr, sehr wichtig, weil dieses Thema fickt gerade selber auch meinen Kopf, weil wir haben einen ganz unterschiedlichen Markt als letztes Jahr. Wenn wir uns eine Sache kurz angucken, das habe ich euch dementsprechend in meinem Premium-Discord schon hochgeladen. Ich habe jetzt eine kleinere Variante hier für euch mal rausgeholt. Wir haben insgesamt, ich glaube, das sind 7 oder 8 Kategorien mit Karten, die ich jetzt vor mir habe, okay? Und das spielt halt eine große Rolle, weil heute bekommen wir unsere Icons geschenkt. Die Leute werden anfangen, ihr Team zu bauen. Die Leute werden sich langsam darauf fokussieren, Metakarten zu holen. Die Leute werden sich darauf fokussieren, mit den Münzen eine ordentliche Mannschaft aufzubauen. Und gerade um diese Icons herum werden wir gute Mannschaften sehen. Heißt, Brasilianer werden hochgehen, werden Schweden vielleicht hochgehen, Franzosen werden hochgehen und so weiter und so fort. Weil die Leute werden sich ein Team um Ronaldo bauen, die Leute werden sich auch ein Team um Henry bauen. Und heute ist der erste Step, wo wir in diese Richtung gehen. Und wir haben auch noch den allerersten Freitag in einem EAFC. Heißt, es ist auch wahrscheinlich, dass wir Special Packs bekommen. Heißt, wir werden auch nochmal Supply auf dem Markt kriegen. Also, wir fangen einmal an. Ganz wichtig, wir fangen mit den Very Low Tier Karten. Sofort verkaufen, Meister Peak in den ersten 2 Tagen. In dem Fall ein Bombito. Alle Karten unter 5000 Coins würde ich mich jetzt langsam trennen. Wieso würde ich das machen? Ganz einfach, wir werden einen heftigen Supply bekommen die nächsten Tage. Wir werden grundsätzlich sehen, dass die Interesse an diesen billigen Karten immer weiter weggeht, weil die Leute sich teurere Karten holen können. Und ich habe das Gefühl, dass sie dieses Jahr schneller an Coins rankommen, aber grundsätzlich der Markt recht langsam läuft. Im Gegensatz zu den Jahren davor. Also für euch alle Karten unter 5k weghauen. Nächste Kategorie. Low Tier 5 bis 15k. Da habe ich eine gute Karte rausgesucht, gerade in der Mitte bei 10.000 Coins bzw. 11.000 Coins. Gabriel Martinelli. Grundsätzlich würde ich euch sagen, wenn die ganzen Karten unter 15.000 Coins auch weghauen werden, potenziell in den nächsten Tagen ersetzt. Steht ja auch hier, innerhalb weniger Tagen verkaufen. Peaks meist für Ultimate Release. Würde ich einfach rausgehen. Und ihr seht ja auch schon hier, Gabriel Martinelli ist um 2000 Coins gesunken. Man hätte ihn sogar zum Beispiel noch gestern verkaufen können für definitiv mehr Coins. Also auch hier würde ich euch sagen, trennt euch gerne von diesen Karten. Hier würde ich nicht mehr reinhalten. Nächste Kategorie, Mid-Tier 15 bis 50k. Unterschiedliche Patterns, Peaks of for Regular Release oder erster Weekend League. Das ist natürlich jetzt ganz unterschiedlich, weil wir haben eine ziemlich große Spanne mit 15.000 bis 50.000 Coins, weil alle Karten Richtung 50.000 Coins gehen in Richtung Meta. Alle Karten Richtung 15.000, 20.000 Coins sind eher so ein Mittelding. Ihr habt Karten wie zum Beispiel Ferland-Mendy, ihr habt einen Rashford, ihr habt, den gibt es dann noch, wer alles Richtung 50.000 Coins gerade kostet, Chiesa. Solche Karten, die an sich der Meta entsprechen, aber trotzdem ohnehin einfach ersetzt werden können. Ein Rashford hat 80er Rating, Supply könnte ziemlich heavy sein. Und natürlich kommt es jetzt natürlich auch darauf an, werden wir Special Packs kriegen, werden wir keine Special Packs kriegen. Deswegen habe ich auch hier geschrieben, unterschiedliche Patterns, Peaks of for Regular Release. Ich würde euch grundsätzlich empfehlen, ich würde auf Nummer sicher gehen und mich von dieser Karte langsam trennen, weil das Potenzial bei Rashford, was ich sehe, lohnt sich nicht mehr, das Risiko zu halten, dass man noch vielleicht 2.000 bis 3.000 Coins mehr bekommt, dafür, dass diese Karte natürlich absolut crashen kann, weil die Crashes können gerade ziemlich schnell eintreffen, muss ich euch sagen. Was den Einkauf angeht, ist es so, dass der Markt recht langsam ist, was der Verkauf angeht, und die Panik ist der Markt gerade ziemlich schnell dabei. Deswegen, ich würde euch grundsätzlich empfehlen, dass Karten unter 50.000 Coins euch langsam zu trennen. Heißt, ihr müsst es nicht heute machen, aber ihr könnt Richtung Wochenende, Richtung Montag, spätestens, ja, Montag würde ich wirklich sagen, haut echt alles weg. Da würde ich auf Nummer sicher gehen, weil ich glaube, ab Montag werden wir definitiv einen kleineren Drop sehen. Was dann natürlich recht interessant ist, ist dann vor Weekend League. Da könnte es nochmal interessant sein, dass man davor auf jeden Fall gerne einkauft, weil vor der ersten Weekend League werden nochmal ordentlich Teams gebaut. Und die Weekend League dauert halt noch 2 Wochen. Wir müssen jetzt mal gucken, wohin die Preise sich fixieren, weil gerade sind die ganzen Preise sehr unterschiedlich. Wir haben keine absoluten Special Packs. Alle Karten sind eigentlich gerade recht selten.
und wir haben nicht diesen Supply, dass man sagen kann, okay, ey, kostet ein Rashford wirklich 33.000 Coins oder kostet er einfach nur 33.000 Coins, weil er nicht häufig gezogen wird. Heißt, es kann sein, dass er sich irgendwann auf 20.000 Coins einpendelt. Da kann man dann vor der Weekend League sagen, okay, es lohnt sich da nochmal reinzugehen, weil, wenn wir jetzt schon reingehen für die Weekend League, kann es sein, dass er jetzt auf 20.000 Coins runterrutscht und da habt ihr das Risiko, dass er erstmal einen fetten Verlust macht und danach steigt er dann auf einmal auf 25.000, 26.000 Coins. Deswegen auf Nummer sicher gehen, verkaufen bei Karten bis 50.000 Coins. Dann haben wir einmal die High-Tier-Karten. Starke Schwankungen, Peaks vor erster Weekend League. Da habe ich euch eine Karte rausgesucht, Omar Marmoush, Freunde. Diese Karte ist sich gerade am Einpendeln. Wir haben seit 1 Uhr nachts eine Senkung von 6.000 Coins. Ist jetzt bei 81.000 Coins. Würde ich euch grundsätzlich erstmal empfehlen. Kann man übers Wochenende halten. Ich glaube, auch wenn das Icon Pack draußen ist, werden wir definitiv einen kleinen Dip, einen kleinen Crash bei dieser Karte sehen, weil die Leute werden Panikverkäufe starten. Die Leute werden sehen, die werden auf einmal anfangen, mehrere Packs zu ziehen. Wenn Special Packs noch dazukommen, das sowieso. Heißt, es gibt sehr, sehr viele Sachen, die da raufballern werden. Ich bin grundsätzlich ein Freund davon. Ich würde ihn auf Nummer sicher jetzt verkaufen. Gucken, dass wenn die ganzen Packs draußen sind und der Preis noch ein bisschen weiter einsinkt, dass wir dann nochmal einkaufen. Dass wir da bis dahin erstmal recht liquide sind. Grundsätzlich würde ich euch das empfehlen, bei jeder Karte bis 100.000 Coins gerade zu machen, weil es kann gerade wirklich überall passieren, dass wir so einen Dip sehen, wenn nicht sogar bis 150.000 Coins. Dann noch eine weitere Karte, die zu dem, ich sag mal, High-Tier gehört, ist Rafael Leao, Freunde. Und das ist eine Karte, die gerade ziemlich doll auf die Fresse fliegt. Diese Karte war gestern noch bei 150.000 Coins. Jetzt ist ein kleines bisschen wieder am Hochgehen. Wir haben hier einen aggressiven Dip gesehen. Diese Karte hat sich langsam eingependelt auf den Preis. Die Leute haben gepanic-sellt. Der war gestern, wie gesagt, auf 150.000 Coins. Ich habe ihn on-stream gekauft. Ich habe ihn nicht auf meinem Discord empfohlen. Ich bin selber damit auf die Fresse geflogen. Ich habe ihn bei 130.000 eingekauft. Hätte ihn bei 150.000 verkaufen müssen. Habe gesagt, der steigt vielleicht noch mehr. Ist leider dementsprechend nicht so passiert. Da bin ich euch auch offen und ehrlich und transparent. Da kann ich euch halt definitiv auch sagen, hier würde ich auf Nummer sicher erstmal halten. Bis Richtung Sonntag. Genauso auch bei Omar Marmoush. Man könnte jetzt auch in der Theorie, natürlich auch jetzt verkaufen, warten, wenn das Icon Pack kommt, nochmal einkaufen und dann bis Sonntag halten. Das könnt ihr natürlich auch machen. Wenn ihr die aber jetzt habt, könnt ihr die natürlich auch halten. Heißt, in jeder Art und Weise gibt es gerade gar kein richtiges falsch, Freunde, bei solchen Karten, weil die können in jede Richtung gehen. Dann kommen wir jetzt endlich zu den High-Tier-Karten über 200.000 Coins. Nuno Mendes, auch hier die Karte ist erstmal am runtergehen. Wenn wir uns das gerade anschauen, 200.000 Coins, ist schon um 20.000 Coins gesunken, Freunde. Auch hier merken wir langsam, der Preis wird sich fixieren auf einen bestimmten Preis. Hier würde ich euch grundsätzlich auch eigentlich empfehlen, wenn ihr jetzt seht, dass eure Karte nicht aggressiv gesunken ist, würde ich mich nicht trennen, wenn die Karte nicht aggressiv sinkt. Heißt, die Karte ist wirklich heftig beliebt. Solltet ihr aber sehen, dass diese Karte gerade extrem sinkt, das ist ganz, ganz wichtig, Freunde, würde ich jetzt erstmal abwarten, heute Nacht ihn wahrscheinlich erst zu verkaufen, weil wenn ihr ihn jetzt verkauft, dann nimmt ihr den Verlust mit und diese Karten können nochmal rebounden, weil nach, wie gesagt, 19 Uhr, 20 Uhr, wenn dieses Icon Pack kommt, werden wir sehen, dass die Leute ihre Teams bauen und da kann es sein, dass ein Nuno Mendes auf einmal eingekauft wird. Da würde ich euch auch empfehlen, gerade davor um 19 Uhr vielleicht nochmal zu gucken, dass ihr wenn Special Packs kommen sollten, wenn diese Panik ausbricht, dass ihr dort definitiv ein bisschen einkauft. Aber grundsätzlich würde ich euch hier empfehlen, wartet erstmal ein kleines bisschen ab. Werdet ihn sonst auf Nummer sicher erstmal los, holt ihn dann wieder, wenn er noch weiter eingebrochen ist und dann habt ihr dementsprechend, also ihr müsst euch jetzt vorstellen, wenn ihr den bei 220.000 Coins nicht verkauft habt und er ist jetzt bei 200.000 Coins, dann habt ihr 20.000 so verpasst. Solltet ihr ihn jetzt verkaufen für 200.000 Coins, ihr seht dann um 19 Uhr, das sinkt auf einmal auf 180.000, 170.000 und kauft den ein und dann steigt er auf einmal auf 200.000 Coins wieder, weil die Leute anfangen ihre Teams zu bauen, habt ihr diese 30.000 Coins, die ihr eigentlich jetzt verlustet hättet, wieder drin. Checkt ihr, Freunde? Dieses Fenster wollen wir dementsprechend erwischen. Dann haben wir einmal Heroes, hier würde ich euch grundsätzlich empfehlen, haltet die, wenn die über 150.000 Coins bis 200.000 Coins kosten. Ganz, ganz wichtig, alles darüber, eher gesagt Richtung 200.000 Coins, weil auch hier werden wir ordentliche Anstiege sehen. Der Supply ist nicht so groß auf denen, nicht viele Leute können sich Heroes leisten. Heroes steigen vor allem bis zur ersten Weekend League. Das gleiche dann auch dementsprechend bei Team of the Week, gleiches Prinzip bei den Icons. Auch hier sollten die eigentlich immer weiter anziehen. Auch hier Harry Kane jetzt schon wieder um 6.000 gestiegen. Sollte potenziell auch immer weiter anziehen. Vor allem Richtung Montag. Da würde ich dann wahrscheinlich erst sagen, rausgehen. Bis Mittwoch würde ich die zur Sicherheit erstmal nicht halten. Ich habe jetzt zwar geschrieben bis zur ersten Weekend League. Das sieht eher so bei den Metakarten aus. Aber wir haben jetzt nicht so ein heftiges Team of the Week bekommen. Hauptsächlich ist da ja nun Llorente, der wirklich gut aussieht. Und ein Pavard sieht ziemlich interessant aus, aber der Rest ist eher so ziemlich mit. Deswegen zum Beispiel Harry Kane würde ich noch bis Montag halten. Da würde ich dann wahrscheinlich auch rausgehen. Marcus Llorente
würde ich auch, kann ich mir sehr gut vorstellen, bis Montag definitiv noch ein bisschen was anziehen am Preis. Ja, Freunde, das war dann so das Wichtigste für euch, wann ihr einkaufen sollt, wann ihr verkaufen sollt. Sehr, sehr wichtiges Video, muss ich sagen. Das war's dann von mir, Freunde. Checkt Twitch ab, checkt meinen Discord ab. Haut da rein.